Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Doesn't discipline suddenly sound more exciting? Klingt Disziplin nicht plötzlich viel spannender? To get an eternal crown, to impact other people, to change lives. Eine ewige Krone zu bekommen, anderen Menschen zu helfen, Leben zu verändern. So look what he says in verse 26. Schau, was er in Vers 26 sagt. For that reason, I don't run just for exercise. Deshalb laufe ich nicht nur, um zu trainieren. Reinhard, I run just for exercise. Ich, Reinhard, ich laufe nur, um zu trainieren. Actually, it's not true. I do also run to keep myself disciplined. Eigentlich stimmt das nicht. Ich laufe auch, um mich diszipliniert zu halten. But look, he says, I don't only run for exercise or I box like one throwing aimless punches. Schau, er sagt, ich laufe nicht nur, um zu trainieren oder boxe wie jemand, der ziellose Schläge austeilt. You know, basically what he's saying is my discipline is a discipline of purpose. Im Grunde sagt er damit, meine Disziplin ist eine zielgerichtete Disziplin. See, a lot of people, they're self-disciplined, but without any purpose. Viele Menschen sind zwar selbst diszipliniert, aber ohne Ziel. I don't think it makes any sense to be disciplined for the sake of being disciplined, although it's good too. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, diszipliniert zu sein, um der Disziplin willen, obwohl das auch gut ist. But it's not what Paul is talking about. Doch davon spricht Paulus nicht. Paul is talking that it's not aimless discipline. I have a clear goal that I'm heading for. Paulus spricht darüber, dass es keine ziellose Disziplin ist, sondern dass er ein klares Ziel hat, auf das er zusteuert. Then look what he says. He says, I train like a champion athlete. Schau, was er dann in Vers 27 sagt. Ich trainiere wie ein Spitzensportler. I subdue my body and get it under control. Ich unterwerfe meinen Leib und bringe ihn unter meine Kontrolle. Oh my goodness, that sounds hard work, doesn't it? Du meine Güte, das klingt nach harter Arbeit, nicht wahr? Do you know, people who have learned to not give the body everything it screams for, Menschen, die gelernt haben, ihrem Leib nicht alles zu geben, wonach er schreit, they will actually find out that physical discipline is really fun. werden herausfinden, dass körperliche Disziplin wirklich Spaß macht. Do you know, so many people who said to me, I cannot fast. So viele Leute sagen mir, ich kann nicht fasten. And I understand that if you're diabetic, you know, you can fast. Und ich verstehe, dass man als Diabetiker nicht fasten kann. But you know, here is my experience. Aber hier ist meine Erfahrung. My experience for myself and interacting with other people. Meine Erfahrung mit mir selbst und im Umgang mit anderen Menschen. My experience is that we have in general lived lives that we quickly respond to every physical demand. Meine Erfahrung ist, dass wir im Allgemeinen ein Leben führen, in dem wir schnell auf jedes körperliche Verlangen reagieren. Every physical impulse we usually respond. Normalerweise reagieren wir auf jeden körperlichen Impuls. So we have raised our bodies like spoiled brats. Wir haben unseren Leib wie verwöhnte Gören erzogen. You know, you have this spoiled kid and mommy goes to the supermarket Da ist das verwöhnte Kind, Mama geht in den Supermarkt and the kid sees a candy. und das Kind sieht eine Süßigkeit. Mom, 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 I want that candy. Mama, 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 ich will das Bonbon. And mom says no. Und Mama sagt nein. So what does the kid do? Was macht das Kind? It throws a fit. Es kriegt einen Anfall. It begins to scream and kick its legs and kick its feet. Es fängt an zu schreien, strampelt mit den Beinen und dreht mit den Füßen. And so that mom can stop the embarrassment, mom buys the kid a candy. Um die Peinlichkeit zu beenden, kauft die Mutter dem Kind eine Süßigkeit. And this is exactly how many people, including Christians, have treated their body. Genauso behandeln viele Menschen, auch Christen, ihren Leib. The body screams and we quickly give it what it wants. Der Körper schreit und wir geben ihm schnell, was er will. So now we have no physical discipline and now we wonder why our lives don't go as good as they should. So haben wir keine körperliche Disziplin und wundern uns nun, warum das Leben nicht so gut läuft, wie es sollte. Because every time the body screams, we quickly give it in so that it stops screaming.
screaming. Denn jedes Mal, wenn der Körper schreit, geben wir seinem Verlangen schnell nach, damit er aufhört zu schreien. And I found that with fasting, Ich habe beim Fasten herausgefunden, if you let the body, who is like this screaming kid, if you let it scream a little while, it'll stop. dass, wenn man den Leib, der wie ein schreiendes Kind ist, eine Weile schreien lässt, er damit aufhört. Just allow it to be all cranky and grumpy and scream at you and say, sorry, you're not getting this food because I'm fasting. Erlaube ihm einfach, dass er launisch und mürrisch ist und dich anschreit und sage, tut mir leid, du bekommst das Essen nicht, weil ich faste. So what's happening? Was ist also? Go and learn to live a life of discipline where you decide what you do and not your body controls you. Geh und lerne, ein diszipliniertes Leben zu führen, in dem du entscheidest, was du tust und nicht dein Leib dich kontrolliert. But look at this. Aber schau dir das an. Paul had an incredible goal, an incredible purpose in doing that. Paulus hatte ein großartiges Ziel, ein wunderbares Ziel, das er damit verfolgte. He did not just do it to gain something here on this earth, Er hat es nicht nur getan, um hier auf der Erde etwas zu gewinnen. but he also had something else in mind. Er hatte auch noch etwas anderes im Sinn. So that after preaching the good news to others, I myself won't be disqualified. Damit ich, nachdem ich anderen die gute Nachricht verkündet habe, nicht selbst disqualifiziert werde. Do you know, if we would understand this, Wenn wir verstehen würden, that we can't preach something and because of lack of discipline not live it. dass wir nicht etwas predigen können, das wir aus Mangel an Disziplin selber nicht leben. If we all need to have a life that makes the most out of the new covenant that Jesus paid for, Wir alle müssen ein Leben führen, das aus dem neuen Bund, für den Jesus bezahlt hat, das Beste macht. I want to really emphasize here. Ich möchte hier wirklich betonen, God doesn't give you anything specific in response to your discipline. Gott gibt dir nicht etwas Bestimmtes als Antwort auf deine Disziplin. In the sense that if I pray long enough, I've convinced God to give it to me. In dem Sinne, dass wenn du lange genug betest, du Gott davon überzeugen kannst, es dir zu geben. In a sense that this whole Christian life has to do with what I can achieve. In dem Sinne, dass es in diesem christlichen Leben nur um das geht, was du erreichen kannst. No, God did everything through Jesus. Nein, Gott hat alles durch Jesus getan. But how much you experience many times has to do with your discipline. Aber wie viel du erlebst, hat oft mit deiner Disziplin zu tun. Just think, in the testing of faith, you have to persevere. That takes discipline too. Bei der Prüfung des Glaubens musst du durchhalten. Auch das erfordert Disziplin. So let's live a self-disciplined life. Lass uns also ein selbstdiszipliniertes Leben führen. For the sake of the people around us, for the sake of Jesus. Um unsere Mitmenschen willen und um Jesu willen. Well, we finished the whole chapter 9. Nun haben wir das ganze Kapitel 9 beendet. We'll think what we do after that. Wir überlegen, was wir danach machen. But in anyhow, we will see you tomorrow. Wie auch immer, wir hören uns morgen.